Seid gegrüßt, liebe Leute, ich bin's mal wieder, der Somnidelius Solertius. Heute in diesem Video geht es um ein etwas heikleres Thema, bei dem ich mich vielleicht auch bei einigen Leuten aus meiner eigenen Community etwas unbeliebt machen werde. Denn es geht um eine Seite meiner Überzeugung, die von einigen, die sich mit den Fake-Identitäten der Adeligen beschäftigen, wegen ihrer schweren Verträglichkeit oder auch aus rein atheistischen Gründen stark ausgeblendet wird. Ja, ich rede hier von dem Aspekt der satanischen Besessenheit. Meiner felsenfesten Überzeugung nach kann man die Art, in der es den Adeligen überhaupt möglich ist, ihre ganzen zahlreichen Fake-Identitäten zu spielen, fast überhaupt nicht verstehen, solange man leugnet, dass jeder einzelne dieser Adeligen besessen ist. Also das hört sich hart an, aber ist das Ergebnis meiner Beobachtungen. Denn erst Satan und seine Dämonen verleihen jedem einzelnen dieser europäischen Adeligen jeweils die Fähigkeiten, mit denen dieser einzelne europäische Adelige 130 oder ich sag mal 80 bis 130 verschiedene Fake-Identitäten spielen kann. 80 bis 130 Rollen, die über die ganze Welt verteilt sind. Ist zunächst unvorstellbar, aber wer mir auf Facebook folgt und sich auch in meiner Just Stage Gruppe befindet, der hat vielleicht die jahrelangen Beweise dafür mitbekommen. Die jahrelangen Beweise, mit denen ich zeigte, dass ein Einzelner in der Tat die extrem hohe Anzahl von 80 bis 130 Charakteren spielt. Den Beweis muss sich jeder selber erarbeiten, indem er über mehrere Monate, am besten sogar über mehrere Jahre hinweg verfolgt, wie viele Matches ich zu einem einzelnen Adeligen in Just Staged aufdecke und auch wirklich klar mit Familienrelationen beweise. Was ich hier jetzt aber in meiner YouTube-Playlist Shapeshifting and Possession zeigen will, ist folgendes: Die Fähigkeit, die ein einzelner Adeliger benötigt, um diese 80 bis 130 verschiedenen Rollen zu spielen, und das sogar in vielen verschiedenen Talentbereichen und auf der ganzen Welt verteilt. Diese Fähigkeiten sind übernatürliche Fähigkeiten, die zu einem sehr großen Teil auch an Opfern, an nicht adeligen Opfern einer extrem satanischen Besessenheit beobachtet werden. Das bestätigen Exorzismusberichte mir immer wieder. Ich möchte jetzt in diesem Video 2 Punkte abhandeln. Erstens will ich euch meine Beweise dafür schildern, dass die ganzen Personen des öffentlichen Lebens nicht einfach nur Adelige sind, sondern satanisch besessene Adelige. In diesem Video nehme ich jetzt also keine Aufdeckungen von Fake-Identitäten vor, denn ich habe schon mittlerweile oft genug bewiesen, dass es sich bei diesen Stars und Politikern um Adelige handelt. Meine Beweise für satanische Besessenheit dieser Adeligen habe ich dahingegen hier auf YouTube bisher noch nicht allzu sehr gezeigt, gebe ich zu. Das möchte ich heute deswegen unbedingt mal gerne nachholen. Und zwar, indem ich euch Ausschnitte aus 3 Fällen von der Fake-Identität Lady Gaga zeige. Bei den ersten beiden Fällen handelt es sich um Ausschnitte aus Interviews, in denen sich der Dämon, von dem Lady Gaga besessen ist, extrem stark in ihrem Gesicht manifestiert hat. Also um Ausschnitte, in denen der Dämon seine größenwahnsinnigen und ruhmsüchtigen Gefühlsschwingungen überdeutlich, also eigentlich schon zu deutlich in das Gesicht von Lady Gaga überträgt und diese dadurch besonders paranormal unnatürlich entstellt, was ich euch zeigen werde, indem ich einige Ausschnitte aus den dazugehörigen Videos in Zeitlupe abspiele. Da sieht man das besonders deutlich, diese satanischen Fratzenmanifestationen. Danach zeigt dann der dritte Fall zu Lady Gaga, dass die Merkmale der Besessenheit nicht nur im Gesicht von Lady Gaga zu sehen sind, sondern auch an ihrem Körper. Genauer gesagt wird es sich dabei um Ausschnitte aus mehreren Videos handeln,
in denen Lady Gaga ein Hotel in London verlässt und dabei in ihren körperlichen Bewegungen eindeutig dämonisch fremdgesteuert wird. Und jetzt bitte keinen Schock kriegen, denn ich fange jetzt auch schon direkt mit den Zeitlupenzusammenschnitten an aus dem ersten Interview mit Lady Gaga. Bitte schaut die ganze Zeit lang auf den Bildschirm, auch wenn das zwischendurch etwas schwer fallen mag. Die Quelle zu dem Interview, aus dem ich diese entstellenden Szenen rausgeschnitten habe, diese Quelle habe ich übrigens leider verloren. Es handelt sich um ein YouTube-Video, das ich bereits im Jahr 2019 runtergeladen hatte. Und ich kann jetzt 4 Jahre später das Originalvideo nicht mehr auf YouTube wiederfinden. Während da jetzt also diese einzelnen Sequenzen, die ich da rausgeschnitten und verlangsamt habe, durchlaufen, werde ich jetzt zeitgleich mit dem zweiten Punkt anfangen, den ich in diesem Video unterbringen möchte. Und zwar möchte ich euch meine persönliche Definition von Shapeshifting erläutern. Ja, dabei veranschaulichen die durchlaufenden Filmsequenzen von Lady Gaga vielleicht sehr gut, was ich bei meiner Shapeshifting-Definition immer mit der Dämon manifestiert sich im Gesicht meine. In diese Definition werde ich vor allem auch eine Beschreibung der übernatürlichen Fähigkeiten einfließen lassen, die es wirklich jedem einzelnen Adligen ermöglichen, diese 80 bis 130 Rollen in verschiedenen Ländern auf allen Gebieten von Showbiz, Wirtschaft und Politik zu spielen. Auf der ganzen Welt. Also dieses unvorstellbare Motto, die wenigen spielen, die vielen, ist halt leider das absolute Grundprinzip, nach dem die Actor-Based Reality funktioniert. Damit komme ich jetzt zu meiner persönlichen Shapeshifting-Definition und es handelt sich hier wirklich um eine persönliche Definition, denn ich verstehe darunter schon was anderes als in der gängigsten Definition, die die meisten Wahrheitssuchenden geben, gemeint ist. Die gängigste Definition von Shapeshifting bezieht sich ja oft gar nicht auf Dämonen, sondern eher auf Reptiloiden aus dem Inneren der Erde. Von denen gehe ich ja nicht aus, also hier meine ich wirklich ganz speziell meine persönliche Definition von Shapeshifting, die speziell auf Dämonen zugeschnitten ist. Also, Shapeshifting ist für mich eine Veränderung des äußeren Aussehens, die grundsätzlich dadurch entsteht, dass ein Dämon, von dem eine Person besessen ist, sich vom Inneren der Person nach außen manifestiert. Manifestieren bedeutet dabei, dass der Dämon seine Gefühle und Lüste auf die Mimik und Struktur des Gesichts der besessenen Person überträgt. Ihr könnt das jetzt vielleicht hier schon seit einiger Zeit an Lady Gaga beobachten. Also das sind für mich wirklich keine menschlichen Gesichtszüge mehr. Bei diesem Manifestieren kanalisiert der Dämon seine Gefühle so stark, dass sie das Gesicht des Stars oder Politikers durch Verzerrung verändern. Typisch ist zum Beispiel, dass die Augen besonders weit aufgerissen werden, wie man hier bei Prinzessin Beatrice von York sieht. Oder dass der geshapeshiftete Star einen extrem breiten Mund bekommt, wie man hier bei Julia Roberts, Emma Watson und Angelina Jolie sieht. Oder auch Katzenaugen in Verbindung mit merkwürdig gefletschten Zähnen, wie man hier bei Marietta Slomka sieht. Oder auch nochmal wieder bei Angelina Jolie. Aber jetzt zurück zu meinen Videoschnipseln, in denen man die Ungereimtheiten in Lady Gagas Pokerface ganz besonders deutlich sieht. Da dort eine Shapeshifting-Panne vorliegt, das soll heißen,
wenn das Shapeshifting richtig funktionieren würde, dann würde man nicht so absolut extrem starke Unnatürlichkeiten im Pokerface von Lady Gaga sehen. Also, oder anders ausgedrückt, wenn das Shapeshifting richtig funktionieren soll, dann muss der Dämon sich sozusagen unter einer Art Dauerkontrolle halten und das Shapeshifting im Rahmen einer gewissen Grundkarosserie halten. Meine Bildvergleiche zwischen den Adeligen und den Stars zeigen ja immer starke Ähnlichkeiten. Das heißt, es wird schon meistens man kann es glaube ich so sagen, die Grundkarosserie des Gesichts eingehalten, womit ich sagen will, die Veränderung des Aussehens wird nur dadurch vorgenommen, dass zum Beispiel die Hautfarbe, die Augenfarbe und die Haarfarbe geändert wird und die Nasenform an einzelnen Stellen etwas geändert wird. Ab und an dann auch noch solche Sachen wie ein bisschen was am Kinn oder an den Backen aufschwabbeln. Aber es wird jetzt nicht der ganze Kieferbau oder die komplette Stirnform oder die komplette Mimik geändert. Also wenn das Shapeshifting richtig funktioniert und in diesem Grundkarosserierahmen gehalten wird, dann ändern sich solche Sachen nicht. Wenn der Dämon sich jetzt aber dahingegen nicht im Griff hat und seine Gefühle und Triebe zu stark in das Gesicht der Fake-Identität rein manifestiert, weil er gerade besonders geil auf irgendwas ist, dann ändert sich das Gesicht des Stars oder Politikers sozusagen bis über die Grundkarosserie hinaus und dann bekommt das Gesicht auf einmal doch eine komplett andere Mimik und wahrscheinlich auch einen komplett anderen Knochenbau. Dann wird aus einem Gesicht, das eigentlich noch einigermaßen menschlich aussehen soll, auf einmal eine paranormale Satansfratze. Das will der Dämon eigentlich verhindern, um nicht aufzufliegen, aber ja, er hat halt seine Gier und seine Gelüste und die schießen manchmal über den Verstand hinaus, ne? Und was ihr hier die ganze Zeit lang an Lady Gaga seht, das ist wirklich eine Shapeshifting-Panne. Also auch bei diesem Interview ist es mit dem Dämon aus irgendeinem Grund deutlich durchgegangen, weil dermaßen dämonisch sieht das Pokerface von Lady Gaga wirklich nicht bei allen Auftritten aus. Auch von der Sängerin Beyoncé zeige ich euch jetzt mal ein paar Beispiele für solche Shapeshifting-Pannen. Ihr kennt vielleicht schon mein kurzes Video zu Beyoncés Halbzeitshow beim Super Bowl 2013. Da habe ich sogar Stellen rausgeschnitten, bei denen sich für eine Sekunde das elfengleich weibliche Gesicht von Beyoncé tatsächlich in einen, ja, doch schon eher männlichen Gesichtsausdruck mit extrem starken paranormalen Verzerrungen wandelte. Der Dämon in Beyoncé genoss es so sehr, unter seiner Pop-Diva-Fassade vorm Publikum abzutanzen, sich also feiern zu lassen. Das genoss er so sehr, dass er ein starkes Gefühl von Macht, Anerkennung und Stolz entwickelt hat. Und wegen dieses Stolzüberschusses kam es dann wiederum zum Shapeshifting-Überschuss. In diesen Phasen, die ihr hier gerade beispielhaft seht, also der Dämon lässt da also hinter seiner Fassade überdeutlich sein wahres Wesen durchschimmern und manifestiert seinen eher maskulinen Machttrieb, den er halt dabei hat, vom Publikum abzutanzen oder gefeiert zu werden. Diesen maskulinen Machttrieb manifestiert er im Gesicht von Beyoncé, die dann wirklich so eine eher maskuline Satansfratze bekommt. Also da sieht man halt, dass die Dämonen wirklich in der Lage sind, mit den Gefühlen, die sie aus ihrem Wesen heraus entwickeln, aus ihrer Machtgier und ihrer Bosheit, mit diesen Gefühlen Energien zur Verfügung zu stellen, die das Aussehen von Gesichtern ändern können. Und sogar die komplette Körperform
wie man hier jetzt gleich sehen wird. Moment, da ist es. Also ganz schöner Wucherhals, den Beyoncé da hat. Muss von hinten ein ganz schöner Stiernacken sein. Schon ungewöhnlich für so eine elfengleiche Sängerin. So, damit hätte ich meine persönliche, ausführlichere Definition von Shapeshifting erstmal abgeschlossen. Ich spiele jetzt mal die Shapeshifting-Pannen ein, die im zweiten Interview mit Lady Gaga in deren Pokerface oder eher Demonface zu sehen waren. Ja, ich weiß, die Videoqualität ist leider etwas verwackelt, weil das Originalvideo schon etwas älter ist, aber für dieses Video kann ich euch jetzt wenigstens mal die Quelle angeben. Für alle, die mir unterstellen wollen, dass ich da die Satansfratzen nur irgendwie reinretuschiert habe, ihr findet den Link zu diesem zweiten Interview in der Videobeschreibung. Und ich finde, die paranormalen Entstellungen im Gesicht von Lady Gaga sind hier dermaßen extrem. Also lasst diese Anblicke einfach mal auf eure Intuition wirken. Selbst wenn ihr euch dieses Interview auf YouTube im originalen Tempo anschaut, müsstet ihr die Besessenheit erkennen. Aber schaut es euch ruhig in Zeitlupe an. Dann werdet ihr stellenweise genau das sehen, was ich hier jetzt daraus gemacht habe und gerade abspiele, ohne dass ich da irgendwas dran manipuliert habe. Ich habe nur bestimmte Ausschnitte selektiert und das Ganze in Zeitlupe gesetzt. Übrigens finde ich es ätzend, dass die Adelige hinter Lady Gaga mal wieder die QAnon-Fake-Stories von Satanismus und Pädophilie pusht, indem sie in diesem Interview ausgerechnet über Marina Abramovic schwafelt. Ja, wer mir schon länger folgt, weiß, was ich von diesen Pizzagate-Märchen halte, und der weiß auch, ich gehe davon aus, dass Charaktere wie Marina Abramovic und die Podestas ebenfalls von Adeligen gespielt werden, und ich ziehe meine logischen Konsequenzen daraus. Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich auch auf die Frage eingehen will, welche paranormalen Fähigkeiten lassen sich an Besessenen beobachten, die es eventuell ermöglichen, dass ein einzelner Adeliger weltweit 80 bis 130 Rollen spielen kann. Und ich rede hier von paranormalen Fähigkeiten, die man an allen Besessenen beobachten kann, wie gesagt. Also nicht nur an besessenen Adeligen, sondern auch an besessenen Nicht-Adeligen. Gut, dann fangen wir jetzt mal mit der ersten übernatürlichen Fähigkeit an. Und jetzt, wo wir schon so thematisch nah am Thema Shapeshifting dran sind, nehmen wir das doch einfach mal als erste Fähigkeit durch. Shapeshifting ist wirklich eines der typischsten Symptome einer stärkeren Form von Besessenheit. Eines der Symptome, das auch bei nicht blaublütigen Opfern zu sehen ist, wie zum Beispiel hier bei der Anneliese Michel, die ebenfalls besessen war, für mich eine der letzten heiligen Märtyrerinnen aus unserer Neuzeit. Aber über die für mich wirklich heilige Anneliese findet man so viele Lügen des modernen Atheismus im Netz, durch die ihre Sühnebesessenheit einfach ganz stumpf geleugnet wird. Ich will deswegen gar nicht weiter auf Anneliese eingehen, weil ihr wirklich ernstzunehmender Fall von Besessenheit immer so obszön ins Lächerliche gezogen wird und geleugnet wird. Kommen wir deswegen also mal schnell zurück zu unseren Stars. Hier sind wieder meine Szenen aus dem zweiten Interview mit Lady Gaga. Ich habe euch ja bisher nur Shapeshifting-Pannen gezeigt, bei denen der Satan sich an einem bereits fertig geschifteten Star übertrieben unnatürlich zeigt, halt indem er seine Gefühlsmanifestationen übertreibt. Damit habe ich also nur gezeigt, wie ein bereits fertig geschiftetes Stargesicht zu einer Übertriebenheit der unnatürlichen Verzerrung weitergeschiftet wird. Aber ich habe nicht gezeigt, wie zum Beispiel das Aussehen eines Adelscharakters in das eines Star-Charakters übergeht. Oder ganz konkret gesagt, ich habe euch nur diesen Übergang von Beyoncés
weiblichen Gesicht in das eher männliche Gesicht ihres Dämons gezeigt. Ich habe aber nicht gezeigt, wie sich die Adelige, die Beyoncé spielt, sich durch Shapeshifting in Beyoncé verwandelt. Und ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, dass ich das niemals zeigen werden kann, denn von den Momenten, in denen sich Prinzessin Madeleine von Schweden in Beyoncé transformiert, ja, die spielt die Beyoncé, die Madeleine, von diesen Transformationsmomenten wird es wohl niemals Videoaufnahmen geben. Deswegen kann ich diese Übergänge von adeligen Originalen zu Starfake-Identitäten nicht als Shapeshifting beweisen. Das, was beim Shapeshifting also meines Erachtens nach in den objektiv beweisbaren Bereich fällt, ist nur das hier. Denn das lässt sich klar, konkret, empirisch anhand von unmanipulierten Videozeitlupen beobachten. Und alles, was ich euch bisher gezeigt habe, waren unmanipulierte Videozeitlupen. Ich kann euch aber nicht anhand von Videoaufnahmen beweisen, dass Shapeshifting auch die Hautfarbe und die Haarfarbe ändern kann. Oder wieder mal anders gesagt, ich kann euch nicht beweisen, dass Prinzessin Madeleine von Schweden durch Shapeshifting ihre Haut erbräunen lassen kann, um Beyoncé zu spielen. Und ich kann euch auch nicht beweisen, dass Madeleine sich keine Perücke aufsetzen muss, um jetzt die richtige Frisur für ihre Beyoncé-Rolle hinzubekommen, sondern sich die Haare dafür einfach richtig shapeshiften kann. Wenn ich also davon ausgehe, dass die Hautfarbe und die Haare durch Shapeshifting problemlos geändert werden können, bewege ich mich in einem reinen Glaubensbereich, in dem ich keinen absoluten Alleinwahrheitsanspruch stellen kann. Aber trotzdem glaube ich sehr stark daran. Ich halte das sogar für logischer und plausibler als die alternative Annahme, dass Prinzessin Madeleine für ihre Beyoncé-Rolle ihr Gesicht mit braunen Latexfetzen überkleistert oder eine Maske aus braunem Gummi trägt oder was auch immer. Denn wenn letzteres wirklich der Fall wäre, dann wäre es mir nicht möglich gewesen, diese Zeitlupe hier vom Beyoncés Konzert vom Super Bowl 2013 rauszuschneiden. Wie könnten sich denn auf der Oberfläche von Latex oder Gummi die Gesichtszüge denn dermaßen krass von einem weiblichen Ausdruck zu einem männlichen Ausdruck ändern? Erklärt mir das, Leute. Also, eine Maske geht ja eigentlich immer mit einer festen Grundstruktur einher, wegen der es nicht möglich wäre, dass der maskentragende Charakter auf einmal einen komplett anderen Gesichtsausdruck bekommt, so live auf der Bühne, dass sich der Ausdruck auf einmal von weiblich elfenhaft zu einer männlichen Satansfratze verändert. Also es müsste sich nach dieser meiner Logik um eine Gesichtshaut handeln, die noch formbar ist, durch Shapeshifting halt. So ungefähr, ne? Während eine Maske eine Gesichtsgrundkarosserie vorgibt, die nicht überschritten werden kann, kann das Shapeshifting über die ursprüngliche Grundkarosserie hinausgehen. Genau bei diesem drüber hinausgehen entstehen dann ja auch diese extremen Satansfratzen als Shapeshifting-Pannen. Das habe ich ja vor circa 10 Minuten in meiner Shapeshifting-Definition genau so gesagt. Also, ich kann nicht absolut objektiv beweisen, dass durch Shapeshifting auch die Hautfarbe und die Haare geändert werden können, aber aufgrund solcher Beobachtungen, wie ich sie zuletzt geschildert habe, bin ich davon sehr stark überzeugt. Das Shapeshifting erscheint mir auch aus vielen anderen Gründen wesentlich plausibler als die Vermutung, dass die Adeligen nur mit Masken, Prothesen und Perücken arbeiten. Denkt nur daran, dass auch diese ganzen berühmten Sportler von Adeligen gespielt werden, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo von Ian Mellencamp gespielt wird, dem Verlobten von Jasmine Grace Grimaldi. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen,
dass der Ian Mellencamp seine ganzen Fußballspiele jeweils mit Latexmaske, Prothesen und festgeklebter Perücke absolviert hat? Könnt ihr euch das vorstellen? Also so eine Verkleidung würde ja bei jeder Grätsche sofort wegfliegen und im ganzen Schweiß übertrieben dämlich aussehen. Ja, und ein Muscle Suit müsste der Ian Mellencamp dann ja auch auf dem Fußballplatz immer tragen, da er als Cristiano Ronaldo halt nun mal ein Sixpack haben muss. Ja, da würde sich dann wirklich die Frage stellen, würde so ein Gummianzug mit Muskelprothesen nicht die Bewegungsfreiheit so stark einschränken, dass die Ronaldo-Fake-Identität sich gar nicht mehr richtig bewegen könnte? Oder ist es da nicht realistischer, von einem Shapeshifting auszugehen, das Ian Mellencamps Körper zu einem Bodybuilder-Körper umformt, indem es auf das Fleisch und die Knochen des Körpers einwirkt? Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass die Dämonen das mit ihrer Gefühlsmanifestation, die ich ja schon beschrieben habe, dass die das einfach können. Ne? Da stehen dann deren Gedanken einfach über dem Materiellen und auch die ganzen Knochen des Körpers oder Hormone oder was auch immer. Das steuern die dann mit ihren Gedanken. Also man merkt, vor allem beim Bereich des Sports wird deutlich, inwieweit das Shapeshifting die Veränderung des Aussehens wesentlich realistischer erklärt als die Theorie von Masken, Prothesen, Perücken und Bodysuits. Zumindest nach meiner Logik ist das so. Wer Shapeshifting leugnet und eine Maskentheorie voraussetzt, der muss dann halt auch immer davon ausgehen, all die zahlreichen Fans, die den Stars bei ihren Auftritten mal ganz nahe kommen dürfen, sind in Wahrheit jedes Mal extra arrangierte Adelsschauspieler. Denn wenn es normale Menschen wie du und ich wären, dann würde denen ja jedes Mal das aufgeklebte Latex vom Nahen an den Stars auffallen, wenn die mal die Stars umarmen dürfen oder was weiß ich. Das passiert ja relativ häufig, dass Fans Stars umarmen. Oder denkt auch mal an die ganzen Musikstars, die Stage-Diving betreiben. Kann da dann der Adlige, der da von der Bühne in die Publikumsmenge springt, vor dem Konzert als Fans verkleidete Familienmitglieder aus seinem eigenen Hause in den ersten Reihen platzieren, damit nur die ihn beim Stage-Diving auffangen, während alle anderen Konzertbesucher weit weg von den ersten Reihen stehen und nichts von der Perücke und der Maske des auftretenden Stars bemerken? Kann sich von euch auch nur einer vorstellen, wie so etwas in der Praxis umsetzbar sein sollte bei so einem Massenkonzert? Also ich bin wirklich schon davon überzeugt, dass das Shapeshifting eine Besessenheitsfähigkeit ist, die in der Tat stark dazu beiträgt, dass ein Adliger 80 bis 130 verschiedene Fake-Identitäten spielen kann. Ja, ich habe ja gerade die ganze Zeit lang gesagt, auf was für Probleme die Adligen bei den Auftritten ihrer Fake-Identitäten vor allem im Sportbereich stoßen würden, wenn die wirklich immer Latexmasken, Prothesen und Perücken benutzen würden. Ich bin aber dennoch kein absoluter Maskenleugner, denn es gibt auch Bilder, auf denen man sehr gut die Klebefalten von Masken oder anderen Verkleidungen erkennen kann. Wie zum Beispiel hier bei Carlos Marin, dem Sänger der Band Il Divo. Ja, das hat meine wunderbare Mitkämpferin Friederike mal auf dem Instagram-Account von Carlos Marin gefunden und in einer Gruppe geteilt, in der Fake-Identitäten aufgedeckt werden. Da sieht man unten am Halsansatz, kurz über den Kragen, schon einen sehr schlecht gekleisterten Übergang zwischen einer natürlichen Hautfarbe und den kreidebleichen Überzug, der da über das Gesicht gespannt wurde. Und auch das, was man hier jetzt bei der Fake-Identität Angela Merkel sieht, solche Bilder akzeptiere ich ebenfalls als Beweis dafür, dass die da eine Maske getragen hat. Also da rede ich nicht von Shapeshifting-Pannen, das tue ich nur bei Bildern, auf denen eine paranormale Satansfratze deutlich zu erkennen ist. Aber ich kenne ja all meine Pappenheimer hinter diesen Masken, deswegen grüße ich an dieser Stelle mal ganz herzlich die Uschi aus Bayern.
passt das nächste Mal ein bisschen auf, dass es nicht allzu sehr nach Pappmaché aussieht. Wobei dein Kollege aus den USA, der Donald Trump, hier wohl auch irgendwas um seinen Hals hat, was eher wie Pappmaché aussieht. Der Deep State-Bekämpfer aus der QAnon-Psyop wird übrigens von Prinz Richard VI. Hussein Wittgenstein-Berleburg gespielt. Ja, und da wir schon bei den US-Präsidenten sind, auch hier bei Joe Biden würde ich sagen, ja, ist eine Maskenpanne und keine Shapeshifting-Panne. Wobei ich mich hier jetzt wirklich frage, was das für eine PR-Abteilung ist, die so ein Foto für die Presse raussucht. Und ja, also ich glaube, der Joe Biden hat wirklich so ziemlich die miserabelste PR-Abteilung, die man sich vorstellen kann. Also auch hier bei diesem weiteren Pressefoto, ja, also jetzt nicht gerade besonders medienwirksam selektiert, wobei, doch, das hat sehr wohl eine Wirkung, und zwar die richtige, die man eigentlich verstecken will, deswegen, okay, ist in Ordnung so. Aber auch hier würde ich von einer Maskenpanne reden und nicht von einer Shapeshifting-Panne. Eine Shapeshifting-Panne auf dem Online-News-Foto wäre natürlich noch geiler gewesen, aber so ist auch okay. Ja, dann hängt hier bei Joe Biden noch irgendwie so ein Maskenfetzen rum und dieser Joe Biden wird übrigens von König Charles gespielt. Jetzt kann man mich natürlich schon fragen, warum ich erst eine halbe Stunde lang mir über Shapeshifting den Mund fusselig geredet habe und auch wirklich sehr objektive Videobeweise für die Sache gezeigt habe, aber dann jetzt in den letzten 2 Minuten doch auch Beweise für eine Maskentheorie gezeigt habe. Ja, das liegt einfach daran, dass ich objektiv sein will. Und es tritt wohl beides auf, wobei ich, und da stehe ich jetzt total stark zu, egal was andere von mir denken mögen, wobei ich diese Politiker und Stars oder Fake-Politiker und Fake-Stars ganz primär als europäische Adelige betrachte, die satanisch besessen sind. Also nicht nur einfach als europäische Adelige. Ich bin davon überzeugt, dass auch Dämonen sozusagen an die Blutlinien dieser Adeligen von Natur aus angebunden sind. Und ich bin genauso davon überzeugt, dass das Faktum, ja, für mich ist es leider ein Faktum, tut mir leid, ich muss es aufgrund all meiner Erfahrungen so sagen, dass das Faktum, dass alle europäischen Adeligen besessen sind, auch der Hauptschlüssel zum Verständnis ist, wie diese ganze Verschwörung mit den Fake-Identitäten abläuft. Aber zurück zum Thema Shapeshifting und Masken. Also da ich die Adeligen grundsätzlich als satanisch Besessene betrachte, ist für mich auch das Shapeshifting dementsprechend das absolute Hauptmittel, das sie zur Tarnung anwenden. Überlegt mal, wie viele deutliche Beweise für das Paranormale ich euch hier schon die ganze Zeit lang zeige und gerade noch immer zeige. Wie viele Satansfratzen ihr schon gesehen habt. Nicht nur von Lady Gaga, auch von Beyoncé, von Marietta Slomka, von Emma Watson, von Angelina Jolie, von Julia Roberts. Also alles allein in diesem Video. Und da kann man kein Atheist mehr bleiben. Da muss man auch davon überzeugt sein, dass die Adeligen ganz primär durch satanische Besessenheit bestimmt sind und auch durch diese Bestimmtheit handeln. Dass sie im Namen des Satans handeln und auch von ihm und seinen Dämonen gesteuert sind. Ja, und zur Kombination von Shapeshifting und Masken, die ja doch wohl aufzutreten scheint, kann ich nur sagen, dass Shapeshifting ist wie gesagt das primäre Tarnungsmittel und die Masken, wenn die noch zusätzlich zum Shapeshifting dazukommen,
dienen die meiner Meinung nach eher so sekundär dazu, dass die Unnatürlichkeiten des Shapeshiftings verdeckt werden, sage ich mal. Ne? Also das mit dem Maskentragen wird dann angewendet, wenn der Adelige ganz genau weiß, dass er jetzt in der Fake-Identität, in der er auftritt, keinen hautengen Kontakt zu nicht-adeligen Menschen haben wird, dass er nicht als Rockstar von der Bühne in die Zuschauermenge springen muss per Stage-Diving, dass er sozusagen einen Auftritt hat, wo sein direktes Umfeld, das um ihn herum steht, ebenfalls von Adeligen gespielt wird. Also da trauen sich die Adeligen dann vielleicht schon auch mal Masken zu verwenden, auch um dem Dämon, von dem sie besessen sind, den Gefallen zu tun, dass der halt nicht auffällt, wenn er mal wieder seine Gelüste und seine Gier und seinen Größenwahnsinn nicht ganz unter Kontrolle halten kann, damit halt zu stark manifestiertes Shapeshifting nicht direkt als Satansfratze im Gesicht deutlich wird. Also das ist meine Erklärung dafür, wobei ich auch zugebe, diese Erklärung, diese Begründung ist jetzt kein objektives Wissen. Was ich weiß, ist halt nur, dass primär Shapeshifting dominiert als Tarnungsmittel und ab und an Masken noch dazukommen. Den genauen Grund, warum die Adeligen das so machen, darüber kann ich nur spekulieren. Aber man muss immer bedenken, dass die Dämonen durch Shapeshifting jetzt nicht alles beliebig so ändern können, wie sie wollen. Sie können zwar über die Grundkarosserie der vorgegebenen Biometrie und der vorgegebenen Knochenstruktur im Gesicht hinausgehen, aber wenn sie darüber hinausgehen, dann entsteht halt eine Satansfratze. Das, was ihr schon die ganze Zeit lang gesehen habt und immer noch seht. Sowas kommt dann dabei raus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Stars und Politiker dann auch Masken brauchen, um so etwas besser verstecken zu können, um diese Satansfratzen verstecken zu können. Ich sehe jetzt gerade, das Video ist jetzt bald schon 40 Minuten lang. Ja, das ist für mich ein klares Signal dafür, dass ich nicht alles schaffen werde, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Denn eigentlich wollte ich euch ja noch, wie am Anfang versprochen, Ausschnitte aus einer dritten Videoreihe von Lady Gaga zeigen. Das wären die Ausschnitte gewesen, welche die Besessenheit von Lady Gaga nicht nur in ihrem Gesicht enthüllen, sondern auch in ihren körperlichen Bewegungen. Denn am 31.10.2013 wurde Lady Gaga von Fans dabei gefilmt, wie sie ein Hotel in London verließ. Und zwar im Zustand der absoluten Hochbesessenheit, in dem der Dämon sich nicht vor den vielen Fans verstecken konnte. Und wo sich alle über die sehr merkwürdige Art wunderten, in der Lady Gaga da am Laufen war. Sie war dann nämlich komplett vom Dämon fremdgesteuert. Also ich schlage vor, dass ich zu diesem Video, das ihr jetzt gerade schaut, einen zweiten Teil machen werde. Und dann erst in diesem zweiten Teil zeige ich, was für Paranormal Activities da an diesem 31.10.2013 an Lady Gaga von zahlreichen Fans gefilmt wurden, als sie an diesem Tag ein Hotel in London verließ. Und eigentlich wollte ich euch in diesem Video ebenfalls noch weitere paranormale Fähigkeiten schildern, die erklären, wie es einem einzelnen Adeligen möglich ist, 80 bis 130 Fake-Identitäten in der ganzen Welt verteilt zu spielen. Und auch da wird es sich dann um Fähigkeiten handeln, die auch an nicht-adeligen Besessenen zu beobachten sind. Ich habe euch in diesem Video jetzt leider nur das Shapeshifting als eine solche Fähigkeit vorgestellt,
Aber da gibt es auch weitere paranormale Fähigkeiten. Zum Beispiel berichten sehr viele Exorzisten, die Besessene von ihren Dämonen befreit haben, dass diese Besessenen anfingen, also während die Besessenheit noch da war, dass diese Opfer dann anfingen, fließend in Fremdsprachen zu sprechen, und dabei handelte es sich wohlgemerkt um nicht adelige Besessenheitsopfer. Das liefert dann zum Beispiel schon einen sehr guten Erklärungsansatz, warum ein einzelnes adeliges Besessenheitsopfer wohl locker über 20 verschiedene Fremdsprachen fließend beherrscht, um seine 80 bis 130 Fake-Identitäten weltweit auf verschiedene Länder zu verteilen. Sowohl diese fremdgesteuerten Bewegungen von Lady Gaga vor dem Hotel in London als auch die weiteren paranormalen Fähigkeiten, die jedem einzelnen europäischen Adeligen das globale Rollenspiel ermöglichen, hängen sehr stark damit zusammen, dass der Satan bzw. der Dämon bei einer stärkeren satanischen Besessenheit die komplette Steuerungsfunktion des Bewusstseins ihres Opfers übernehmen. Aber darauf werde ich dann im zweiten Teil zu sprechen kommen, denn sonst wird dieses Video wirklich zu lang. In diesem Video habt ihr jetzt sozusagen 70% von dem erfahren, was ich zum Thema Besessenheit zu sagen habe. Die restlichen 30% gibt es dann im zweiten Teil. Damit verabschiede ich mich dann auch für heute. Vielen Dank an alle, die mir bei diesem heiklen Thema die ganze Zeit lang zugehört haben. Euer Somnidelius Solertius.